for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Für euch mein Intro-Tierchen heute. Eine Gartenboa Corallus hortulanus. Gibt es in allen möglichen Farben. In diesem Fall so orange, rot. Wirklich hübsches, tolles Tierchen. Ne? Wenn man auch so mal die Flanken näher anschaut. Mit dem, also man sieht ja richtig auch Zeichnung hier an den Flanken drin. Wirklich tolles, hübsches Tier. Die Gartenboas hinken immer wegen den grünen Corallus caninus hinterher. Ne? Die Caninus sind wahnsinnig beliebt oder die Pathesis noch beliebter. Die Hortulanus, die haben immer wegen so ein Schattendasein. Aber an sich wunderschöne Tiere, werden gar nicht übermäßig groß. Tolle Terrarientiere, also wirklich hübsch und definitiv wert, heute Intro-Tierchen zu sein. Das Thema heute ist Terraristik für Einsteiger. So vermeidet ihr dumme Fehler sozusagen. Hintergrund dazu ist, das ist für mich eigentlich fast so eine Standardsituation. Ne? Wir haben ja hier ein Ladengeschäft, da kommen irgendwelche neuen Terrarianer zu uns, die sagen, oh, ich möchte mit Terraristik anfangen, oder manchmal sind es auch Eltern mit Kindern, die sagen, oh, mein Junior, der wünscht sich ein Terrarientier oder so. Aber oft sind es auch natürlich Erwachsene oder Ehepaare oder so, die einsteigen wollen. Also für mich eine alltägliche Situation. Und da gibt es so ein paar Punkte, die man beachten sollte oder wie man vorgehen sollte. Und um die geht es heute. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht, die Folge 106. Da geht es darum, welches Terrarientier passt zu mir. Das ist natürlich mal die erste Frage. Ne? Ich habe hier hygienisch streng getrennt versucht, die 3 in Frage zu kommenden Terrarientiere euch ein bisschen zu zeigen. Ne? Die Frage ist, wollt ihr hier an meinem T-Shirt hängend eine Echse, ne? Das muss jetzt, also das hier ist jetzt eine Bardagame, muss natürlich keine Bardagame sein, gibt andere tolle Echsen, die euren Geschmack vielleicht treffen. Oder seid ihr eher ein Schildkrötenfreak? Das hier ist so eine Strahlenschildkröte, Geochelone radiata. Geht es eher in die Schildkrötenrichtung? Oder seid ihr halt doch mehr der Schlangenterrarianer, hier ein Piebald Königspython oder Kornnatter oder Boa oder Hagenasennatter. Jede Menge Schlangen gibt es natürlich in der Terraristik. Ich glaube, da hat jeder wegen sein, jetzt macht ja mein Hygieneplan zunichte sozusagen, weil er Richtung Schildkröte will. Da hat jeder wegen bestimmt sein Faible dafür, was fasziniert am meisten. Ich glaube, das ist sicherlich ein Kriterium, nach dem man gehen sollte. Was fasziniert mich am meisten? Zweites Kriterium ist die Zeit. Man muss sagen, vom Zeitaufwand am geringsten ist man wahrscheinlich mit der Schlange. Ne? Die fütter ich einmal die Woche, da mache ich jeden zweiten Tag frisch Wasser rein, sprühe vielleicht jeden Tag für die Luftfeuchtigkeit, aber der Zeitaufwand ist wirklich am überschaubarsten bei einer Schlange, oder was heißt überschaubar, ist der geringste Zeitaufwand. Die Schildkröte, würde ich sagen, macht am zweitwenigsten Aufwand. Der mache ich morgens irgendwelches Grünfutter rein, Salat, Löwenzahn, sonstiges mache ich morgens rein, hole gleich ein bisschen den Kot raus, wenn sie gekotet hat, nehme ich raus aus dem Terrarium und am Abend mache ich den Salat wieder raus. Das war es an sich schon am Zeitaufwand, also auch nicht besonders viel. Die Echse, wie jetzt hier die Bardagame, da habt ihr vielleicht zeitlich den höchsten Aufwand. Die müsst ihr mit Insekten füttern. Vielleicht eine Bardagame, die frisst auch noch gleich wegen Salat, muss ich auch noch den Salat reinmachen, die Insekten reinmachen, den Kot ein bisschen aus dem Terrarium rausmachen. Die Echse hat wohl den meisten Aufwand von eurer Zeit. Den meisten Aufwand muss man trotzdem recht gelassen sehen. Solche Terrarientiere im Vergleich zu einem Säugetier, zu einem Hamster, Hase, Vogel, Meerschweinchen, was auch immer, ist der Arbeitsaufwand ja viel, viel geringer. Ne? Also das, was ich gerade gesagt habe, das einmal am Tag Futter rein, ein bisschen den Kot raus,
das war es im Großen und Ganzen schon. Ne? Irgendwelche Säuberungsaktionen, die man ja bei Nagetieren fast täglich hat, fallen da weg. Das Streukomplettwechseln mache ich alle paar Wochen oder gar alle paar Monate, weil das einfach nicht verunreinigt ist. Also ohne jetzt hier was verharmlosen oder verniedlichen zu wollen, der Arbeitsaufwand bei einem Terrarientier ist sehr gering. Aber wie gesagt, Reihenfolge Schlange am wenigsten, Schildkröte ein bisschen mehr und die Echse noch gleich ein bisschen mehr Arbeitsaufwand. Das ist schon mal so ein Überlegungspunkt vorneweg für euch. Wenn ihr wisst, was ihr wollt, nächster Schritt, holt oder informiert euch. Ne? Informiert euch durch Literatur zum Beispiel mit Klammer drumherum. Also Literatur für ein neues Hobby ist immer meiner Meinung nach fast Grundlage. Ne? Also ein gutes Buch gehört einfach dazu und es gibt sehr gute YouTube-Channels über Reptilien, Beispiel Reptil TV. Da könnt ihr euch natürlich auch viele Ratschläge holen oder viel Information holen oder eben aus dem Internet könnt ihr euch viel Information holen. Und natürlich auch bei der Beratung, beim Züchter, beim Verkäufer, auch ganz wichtiger Punkt natürlich. Aber trotz allem würde ich euch empfehlen, belest euch etwas, weil das, was ihr lest, sicherlich am meisten hängen bleibt oder man kann mal wieder Dinge nachschlagen. Also holt euch gute Literatur, egal ob ihr jetzt Echsen, also ich habe jetzt einfach mal ein Bartagamen-Buch, ein gutes symbolisch oder Schildkröten oder Königspython oder Schlangen, was ihr euch holen wollt. Belest euch vorab und informiert euch vorab. Literatur, YouTube, Reptil TV, das ist sicherlich der nächste Schritt, wenn ihr euch entschlossen habt, in welche Richtung das es gehen soll. Dann sind wir beim vierten Punkt, das Terrarium. Ne? Wo bekommt ihr das Terrarium her? Oder beziehungsweise Terrarium plus die Technik. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, sich nach was Gebrauchtem umzuschauen. Sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Das Internet, denke ich mir, ist relativ voll mit gebrauchten Terrarien. Schaut euch da um. Also wenn ihr wisst, welches Tier es werden soll, dann wisst ihr ja, welche Terrariengröße ihr ungefähr braucht. Ihr wisst, was für ein Terrarium, ne? Entweder ein Bodenterrarium, ein hohes Terrarium, ein Chamäleon-Terrarium mit viel Belüftung. Wenn ihr das wisst, dann schaut euch um, ob ihr was Passendes findet, gebraucht zum Beispiel. Macht sicherlich Sinn. Oder holt euch alles neu. Macht vielleicht auch Sinn. Das müsst ihr euch einfach entscheiden, was für euch besser ist. Ein wichtiger Rat von mir: Wenn ihr was Gebrauchtes holt, die Technik ist in der Regel veraltet. Ne? Sei es, dass es Beispiel Schlangenterrarien, früher hat man viel mit Wärmestrahlern gemacht, jetzt macht man mit Heatpanel, das ist einfach viel besser, ist einfach viel energieeffizienter, macht ein viel besseres Klima. Beispiel Lampen, wenn ihr was Gebrauchtes kauft, da sind Lampen drin, zum Beispiel UV-Lampen, HID-Lampen, ziemlich sicher sind die ausgelutscht. Ne? Der Vorgänger hat sicherlich nicht neue Lampen gekauft und hat das Terrarium stillgelegt, sondern so UV-Lampen verlieren nach einem Jahr ihren UV-Anteil. Also sollte man auf jeden Fall die Lampen auswechseln. Oder es ist vielleicht noch eine ganz alte Lampentechnik drin, die sich auch schon überholt hat. Also im Punkto Technik, glaube ich, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass generell dann alles schlecht ist, was ihr euch gebraucht holt. Aber schaut, ob das wirklich up-to-date ist. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, schaut, ob es auch wirklich das für euer Terrarientier ist. Ne? Also, dass ich das Ganze mache, hat auch den Background, ich habe es immer wieder, dass Kundschaft kommt oder Terrarianer kommen. Ja, ich habe mir im eBay das und das geholt, ich will jetzt einen Königspython. Und dann frage ich, naja, passt alles von der Technik? Ja, das ist schon, ja, das Terrarium ist 80 breit, 1,20 hoch und 50 tief. Und dann sage ich, ja, aber das ist doch ein Hochterrarium. Ihr könnt doch den Königspython nicht in so ein hohes Terrarium setzen, macht doch gar keinen Sinn. Oder eben, das Terrarium ist, ja, das ist 2 Meter groß und da hängen 2 Lampen drin oder so. Macht auch keinen Sinn. Ist zum einen zu groß und eben man beheizt mit Panels oder so. Also wirklich wichtig, wenn ihr euch da was holt,
es muss zu dem Terrarientier passen. Wichtig auch, jetzt habe ich die ganze Zeit von gebrauchten Terrarien geredet, wenn ihr das neu holt, wirklich wichtig, dass es ein gutes Fachgeschäft ist. Ich habe auch so oft den Fall, da haben die Leute sich irgendwas gekauft, für viel Geld irgendwas gekauft und das passt aber auch hinten und vorne nicht. Ne? Also da soll ein Chamäleon rein und es ist eine ganz falsche Beleuchtung drin, irgendwelche Energiesparlampen. Also das Terrarium ist 1,30 Meter hoch und da hängt oben eine Energiesparlampe mit 23 Watt. Dann ist auch Geld rausgeschmissen. Und ich fühle mich eigentlich immer ein wenig schlecht, wenn ich zu den Leuten sage, ach komm, da ist die Hälfte Schrott, das muss ich leider alles rausmachen und muss alles noch ein zweites Mal kaufen. Ja, dann probiert man das immer irgendwie einigermaßen so hinzubiegen und am Schluss kostet es mehr, wie wenn die Leute das gleich richtig gekauft haben. Also ganz wichtig, geht in ein, entweder lasst euch super beraten von irgendeinem guten Terrarianer, geht in ein sehr gutes Terraristik-Fachgeschäft oder eben wir bieten solche Sets an, Königspython-Set, Badagam-Set, Chamäleon-Set. In dem Set ist wirklich alles so, wie ich das jetzt machen würde. Ne? Also ich stelle die Sets zusammen, dann machen wir vielleicht noch 2 Sets. Das Deluxe hat dann noch die bessere Beleuchtung mit HID und das Standard mit einer Standardbeleuchtung oder sowas. Da machen wir so Varianten vielleicht noch. Aber das ist alles so, wie es ich für mich selber machen würde oder wie ich es empfehlen würde. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Weg. Dann hat man die Gewissheit, dass es wirklich für das Terrarientier passt. Dann baut dieses Terrarium oder dieses Set in Ruhe auf. Ne? Nicht unbedingt, oder natürlich erst recht nicht erst das Tier und dann das Terrarium oder das Set, sondern natürlich andersrum. Ne? Ihr habt euch entschieden, jawohl, ich will eine Schlange meinetwegen, dann geht ihr hin, holt euch dieses Terrarium bzw. eben dieses Terrarium-Set, stellt alles richtig zusammen, nehmt euch Zeit zum Aufbauen. In der Terraristik, es ist nicht ganz wie in der Aquaristik. Ne? In der Aquaristik gibt es das Stichwort einlaufen lassen. Einlaufen lassen muss man in der Terraristik fast nicht, weil es gibt ja kein Wasser, das die richtigen Werte haben muss oder das sich über Tage erstmal richtig erwärmen muss oder so. Das habe ich in der Terraristik nicht. Aber ich muss es aufbauen, ich muss es ausprobieren, ich muss das Klima messen und das muss alles passen. Das geht alles innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Ne? Also das Klima messen, wenn das Set von der Zusammenstellung her passt, dann werdet ihr auch die Temperatur erreichen, die ihr wollt. Das kann man dann nachmessen. Jawohl, ich habe 30 Grad Lufttemperatur unten zum Beispiel, kann man nachmessen. Nachdem das Terrarium eingeschaltet ist, sollte das ja innerhalb von wenigen Stunden auch diese Temperatur erreichen. Das braucht nicht 3, 4, 5 Tage, sondern es braucht wenige Stunden. Beziehungsweise kleines Insiderwissen vielleicht noch, wenn ihr jetzt ein Terrarium mit Sand habt, zum Beispiel für Badagam, oft ist der Sand feucht, bis der feuchte Sand durchgetrocknet ist oder sich erwärmt hat, das kann ein paar Tage gehen. Ne? Aber ansonsten, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Holzeinstreu habt oder so, dann ist das, wie gesagt, innerhalb von wenigen Stunden hat es seine Temperatur, die es braucht. Nehmt euch die Zeit zum Aufbauen, zum Einrichten. Manchmal hat man die Situation, dass ich sehe ein Tier und will, und das soll es werden. Ne? Also während man sich übers Terrarium erkundet. Das ist auch okay, das geht mir ja vielleicht genauso oder das ist einfach, der Mensch ist so. Ne? Man verliebt sich schnell in was und das soll es dann auch sein. Und wenn man dann eine Woche später oder so hinkommt und das ist weg, das Tier oder hat jemand anders, dann ist man natürlich traurig und dann hängt man immer dem Tier nach. Ich würde sagen, dass eigentlich ziemlich jeder Züchter, jeder Verkäufer, jedes Geschäft Tiere auch reserviert über einen bestimmten Zeitraum. Ne? Das nicht über 2, 3, 4 Monate. Haben wir auch manchmal. Ich habe manchmal Leute, die fragen, naja, kann ich es erst im Winter abholen, da ist Sommer oder so. Da muss ich natürlich Nein sagen über ein halbes Jahr oder über mehrere Monate. Aber wir zum Beispiel, wir machen so, wir sagen, also bis 4 Wochen könnt ihr reservieren, gar kein Problem. Und so, denke ich, machen es die meisten. Also wenn ihr euch in ein Tier verliebt habt, egal bei uns, bei jemand anders, redet und sagt, guck mal, das Tier hätte ich gern, macht vielleicht eine Anzahlung, dass derjenige eine Gewissheit hat, dass ihr es auch wirklich holt. Und dann habt ihr auf jeden Fall mehr wie genug Zeit, euer Terrarium in Ruhe aufzubauen. Ja? Dann müsst ihr nicht Angst haben, dass das Tier weg ist.
Wenn ihr das dann alles so erledigt habt, in Ruhe euer Terrarium aufgebaut habt, dann könnt ihr euer Traumtier holen. Hier eine Kragenechse guck mal, perfekt, als Beispiel, oder hier so eine Honduras Milchnatter, in dem Fall eine Ghost. Egal, wo ihr euer Herz hin verschenkt habt, an welches Terrariumtier, dann kann das Tier einziehen, dann habt ihr alles perfekt, dann stimmt das Klima im Terrarium und dann kann es losgehen. Was ich euch dann noch als abschließend raten würde, tut euch mit anderen Terrarianern weiterhin vielleicht im Austausch halten, sei es über die Social Medias. Also wir haben zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe M&S Reptilien mit fast 10.000 Mitgliedern. Egal welche Frage man da hat, könnt ihr in der Gruppe posten. Da gibt es immer Leute, die, jetzt hätte ich fast gesagt, auf alles eine Antwort haben, aber auf alles eine gute Antwort haben, ne? Natürlich aufpassen mit den Socials, also jetzt bei unserer Gruppe, da haben wir auch, ich als Admin und noch andere Admins, immer ein Auge drauf, dass da kein Mist erzählt wird und dass da nicht irgendwelche sinnlosen Shitstorms wegen irgendwas losgehen oder so nach dem Motto, ach, wie kann der jetzt sowas Blödes fragen, gibt es bei uns in der Gruppe gar nicht, aber da müsst ihr natürlich aufpassen, je nachdem, wo er da landet, manchmal sind die Socials, haben die auch ihre negativen Seiten. Aber würde ich euch empfehlen, da noch weitere Informationen zu holen. Und dann könnt ihr sicher sein, dass ihr ein tolles neues Hobby gefunden habt, wo ihr sicherlich Jahre bzw. Jahrzehnte Spaß dran habt. Wenn ihr zu dieser Folge speziell Kommentare habt, wenn ich was vergessen habe, vielleicht die Insider, die es jetzt schauen, ne? Also ich hoffe mal, dass jetzt nicht nur Einsteiger zuschauen, sondern weiterhin die Insider-Community. Wenn ich was vergessen habe, wo ihr sagt, ja, aber das muss ja unbedingt noch gemacht werden oder erfüllt sein, oder Stefan, das hast du vergessen, gerne unten drunter posten, bin ich gespannt drauf. Man vergisst immer was. Oder Anregungen für Einsteiger von eurer Seite, freue ich mich drauf. Daumen hoch geben bitte, Kanal natürlich abonnieren, oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ach, ich hole mir ein Terrarientier, dann abonniert hier Reptil TV, dann seid ihr immer up to date mit neuen Dingen. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt die Terraristik, ein ganz tolles Hobby.